Also ich habe angefangen mit Telefonsex, weil ein guter Bekannter von mir gemeint hat, das wird viel Geld bringen. Das habe ich dann versucht, erst bei jemandem in einer Wohnung, in einem Etablissement angefangen, um zu erkennen oder einmal kennenzulernen, wie das ist, mit fremden Männern zu schlafen. Ich habe auch etliche Damen gehabt, die für mich gearbeitet haben. Ich war aber nicht die Puffmutter, ich habe selbst auch gearbeitet. Ich habe das Ganze 13 Jahre lang gemacht und ich habe angefangen, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Jo, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, das zu tun. Ich habe sehr viele nette Menschen kennengelernt, über Geschäftsleute, Bankangestellte, Architekten, mehr Handwerksberufe, natürlich auch die Mittelklasse-Schicht und auch die untere Schicht. Also ich habe alles kennengelernt. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt in den Jahren, wie ich das von anderen Frauen schon kenne, die zum Sex gezwungen worden sind. Ich habe mir die Männer gezogen, wie ich es haben wollte, nicht wie die es haben wollten. Meine Eltern waren empört. Ich habe einmal den Fehler gemacht. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat Anal gemacht. Und die hat mir erzählt, dass die Männer, bevor sie überhaupt dazu kommen für Anal, schon fast fertig sind. Da habe ich einfach gedacht, komm, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Und habe das ausprobiert, ob das auch wirklich so ist. Ich bin dann dahin gefahren, mir hat schon unterwegs die Knie gezittert. Ich habe gedacht, hoffentlich schaffst du das. Bin dort angekommen, wir haben uns unterhalten, haben was getrunken. Dann sollte es dazu kommen. Dann habe ich aber wirklich mit Engelszungen geredet, dass das nicht geht, was er sich da vorstellt. Ich meine, das Geld habe ich schon gehabt. Ich hätte ihm das Geld auch komplett zurückgegeben und abgebrochen, aber ja, ich habe ihm anscheinend doch gefallen, aber ich wollte halt kein Anal. Er hat gesagt, mach das nie mehr, weil wenn die Männer bezahlen, dann wollen die das auch haben. Aber das war meine Lehre, das habe ich nie mehr gemacht. Nie mehr. Man soll das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dieser Job ist sehr schwer. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte eine ganze Stunde bei sich zu Hause und hat mir dann eine Asbach-Flasche mit Kleingeld gegeben. In der Maßgabe, da ist dann so viel drin, wie ich brauche. Und der wollte mich halt nicht mehr aus seiner Wohnung rauslassen. Aber ich bin dann trotzdem rausgekommen. Ich sage dazu jetzt nur einen Satz. Wenn ich das heute nochmal machen könnte, wie damals, würde ich keinem Mann, nicht den Kunden, sondern keinen Mann, der mich in dieser Beziehung unterstützt hat, mehr vertrauen. Ich bin heute leider Gottes in meinem Privatleben genauso. Ich habe kein Vertrauen mehr. Ich vertraue niemandem mehr. Ich bin so enttäuscht worden, dass ich halt nicht weiß, was mit meinem Geld angestellt worden ist und dass ich quasi genauso viel habe heute wie damals, bevor ich das gemacht habe. Mein Geld ist den Bach runtergegangen.
Das ist für anderweitige Sachen ausgegeben worden, wo ich eigentlich nicht weiß und auch nicht mehr darüber nachdenken möchte. Aber Sie haben eine Tochter. Die leider Gottes nicht mit diesem Geld leben kann, weil es nicht mehr da ist. Machen wir ganz kurz die Kamera aus.